Mit feiner Klinge und grober Kelle. Stuck ist Kunst am Bau. Ich denke, es ist die Vielfalt der Möglichkeiten, die Vielfalt der Materialien mit den Händen zu gestalten. Also letztendlich Visionen und Träume zu bauen. Das ist schon eine Freude. Dann los. Jo, ziemlich schön. Im Europapark Rust soll ein Bahnhof im Stil der Jahrhundertwende nachgebaut werden. Ein schöner Auftrag für Stuckateurmeister Uwe Marko und sein Team. Sie planen und arbeiten gleich nebenan in Ettenheim schon an der Fassade. Dieses Fahrgeschäft braucht immer Bahnhof. Und da muss natürlich spektakulär sein. Das ist jetzt so ein altes Kraftwerk, wo die Bahn einfährt. Und die Gestaltung der Fassade, das ist mein Auftrag. Und diese Formen zu finden, die richtigen Materialien zu finden, das ist die Herausforderung. Das wirklich so hinzubekommen, dass jeder, der hinschaut, sagt, super. Wichtig sind die Proportionen. Nichts Schlimmeres an einer Fassade, wie dass die Proportionen oder eine Form nicht stimmt. Und ich muss ein Modell haben, 1:1. Und die Sache kann ich in dem Modell ausprobieren, auch wie es reinpasst, wie man es später montieren kann, wie groß wird der Schlussstein, wie breit wären die Ohren, wie groß ist das Profil dann oben drüber wieder von der Proportion. Die Profilierungen, die müssen grob sein. Also die dürfen jetzt nicht zu fein, auch diese Ornamente, die dürfen nicht zu floral. Also für mich geht es sogar Richtung Gaudi. Man nimmt die Natur als Vorbild, aber kopiert sie nicht, macht eine eigene Form. Und das ist die Aufgabe meiner Bildhauerin, diese florale Formen zu machen. Also eine Zeichnung ist eigentlich erstmal nur der erste kleine Schritt und dann kann es auch echt anders werden. Also hier habe ich auch die Freiheit, dass ich das so machen kann. Dass ich keinen konkreten Entwurf habe, sondern meinen eigenen und dann der Kreativität halt auch freien Lauf lassen kann. Luise Nicola entwirft die Form für das Originalmodell, von dem später die Kopien angefertigt werden. So dass ich weiß, was ich selbst mit der Form meine. Dann reicht es mir eigentlich aus. Also bisher habe ich nicht so viel Zeit mit der Zeichnung verbracht, sondern eher im Moment dann geguckt, was mache ich draus. Einfach, dass ich den Ansatz erkenne, okay, hier meine ich, dass es sich leicht biegt, sich leicht zusammenwölbt. Aber hier soll eigentlich auch noch mehr Spannung entstehen, dass ich auch nicht so, ja. Im Prinzip könnte ich es jetzt auch so schon anfangen zu modellieren. Also wenn ich anfange zu modellieren, mache ich erstmal mit Gefühl. So für die groben Punkte messe ich dann schon, aber eigentlich mache ich das alles mit dem Auge, dass es so passt. Also jetzt am Anfang schaue ich, wie liegen die Ebenen, also die Tiefen und die hohen. Ich möchte das Blatt ja so leicht zusammengezogen modellieren. Und so taste ich mich jetzt halt vor. Ich fand schon immer das Modellieren sehr schön, weil ich auf- und abtragen kann. Also beim Holz kann ich ja nur abtragen. Und beim Modellieren ist das Material halt gefügiger. Also habe ich das Gefühl. Ich kann mehrmals die Richtung wechseln, bis ich die Form gefunden habe. Und ich finde das schön. Durch Modellieren entstehen filigrane, dekorative Elemente. Große Teile werden durch eine andere Technik gefertigt, durch Zugarbeit. Dabei wird eine Schablone über den Stuck gezogen. Diese Bögen, die müssen wir ziehen
Und dazu muss man sich jetzt natürlich erstmal überlegen, wie soll dieses Profil aussehen. Jetzt kriegen wir da so tolle Pläne mit einem Maßstab 1:100. Das ist so ziemlich alles, was wir davon haben. Da kann ich jetzt mal hier rausmessen, wie breit ist denn der Bogen oder wie hoch, besser gesagt. Da komme ich jetzt auf 4 mm mal 100 sind 40 cm. Das kann ich mir hier mal so grob markieren. Mache ich mal bei 10 und bei 50 ein Strichle. Dann hatten wir festgelegt, dass der so etwa 12 cm hoch sein soll. Und hier diesen Strich. Und der soll oben eine schräge Kante bekommen, damit das Wasser nach vorne abfließen kann. Lars Werle braucht schon viel Vorstellungskraft, um aus der 2D-Vorlage ein 3D-Profil zu entwerfen. Dann kann ich das hier mal ausschneiden. So, jetzt haben wir erstmal grob das Profil aus dem Blech ausgeschnitten. Und so sieht dieser Bogen über den Fenstern quasi aus, wenn man jetzt von der Seite drauf schauen würde. Das ins Blech geschnittene Profil wird später zur Schablone, die er dann über das Material auf dem Arbeitstisch zieht. So, und dann muss man den Tisch noch fetten, damit wir nachher fertige Werkstück leichter vom Tisch ablösen können. Der Bogen ist gut 3 Meter lang. Entsprechend groß ist der Tisch. Ein Zementstuck kommt zum Einsatz. So, dann verteile ich mal das Material. Die Mischung ist Betriebsgeheimnis. Nur so viel, der Bogen muss leicht, stabil und witterungsbeständig sein. So. Leichtzuschläge, also Füllstoffe wie Glaskügelchen oder Sand, sparen Gewicht. Stabil wird der Bogen durch eine Armierung. Zunächst Gewebenetze aus Kunststoff. Allzu viel Zeit bleibt jetzt nicht, denn im Putz tickt die Uhr. Ich denke mal so Richtung in 1-2 Stunden oder in einer Stunde spätestens sollte der anfangen zu härten. Aber manchmal passiert es auch schon während der Arbeit. So, jetzt sollte ich noch mal leer fahren oder durchfahren, um zu gucken, ob ich ihn irgendwo anstoße. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommt erstmal richtig viel an den oberen Rand, weil der wird hier etwas dicker. Also dann mache ich jetzt die Eisenarmierung rein. Die ist zur Stabilisierung, damit uns das beim Transport nicht auseinanderbricht. Ja, das ist gut. Peu à peu und Zug um Zug entsteht langsam der Bogen. Das Material wird immer flüssiger, die Form damit genauer. Und los geht's. So, und los geht's. Und da. Fast fertig. Vor dem Trocknen ist das Material schon sehr dünn und der Bogen ziemlich nah am Ideal. Aber auch nur ziemlich. Da, ein kleines Loch. Da würde ich einfach jetzt so ein bisschen was reinmachen. So.
Sind da vorne noch mehr? Nö, gell? Dann los. Die geflickte Stelle verschwindet schon beim nächsten Zug. Jo, ziemlich schön. Das darf jetzt mal 6 Stunden trocknen. Bildhauerin Luise ist fast fertig. Zumindest mit einem Blatt. Weil es gibt wirklich so einen Moment, wo ich was mache und dann denke ich mir, ja genau. So, und dann habe ich ein Ziel. Ich habe die ganze Zeit ein Ziel, aber eigentlich zweifle ich nicht daran, dass es nichts mehr wird. Also ich mache tatsächlich immer so lange weiter, bis es passt halt. Also da weiß ich auch aus meiner Erfahrung, dass ich das irgendwann so hinkriege. Ja, jetzt arbeite ich natürlich auch an der tiefen Wirkung. Das heißt, hier mache ich eine ganz kleine Phase. Ich schneide in die Form hinten rein. Dadurch wird Schatten erzeugt. Und schon wirkt das viel dreidimensionaler. Das ist eine typische Angelegenheit in der Bildhauerei bei Reliefs. Das macht man eigentlich gerne. Dass es aber gar nicht das Material hat für den Spielraum, da groß nach hinten zu bauen, schneidet man einfach kurz eine Kerbe rein. Worauf man auf jeden Fall auch noch achten muss, dadurch, dass das Endwerk draußen an die Fassade kommt, dass das Wasser abgeführt wird, dass ich oben keine Löcher habe, wo das Wasser reinlaufen kann, weil sonst die Form geschädigt wird. Ist klar, dass das alles schön verschlossen ist, dass auch keine Kuhlen von oben gearbeitet sind, wo das Wasser sich stauen kann, sondern überall schön abfließen kann. Also eine gängige Sache bei der Architektur oder bei Gegenständen im Außenbereich, damit Haltbarkeit gewährt wird. Uwe Marko arbeitet an einem kleinen Säulenmodell, nach dem später viele Kopien gegossen werden. Gut. Passt. Als Armierung nehme ich der Jute. Also das ist jetzt Gipszieher oder Gipsdreher. Ist eigentlich eine klassische, im Stuckateurhandwerk ist das eine klassische Zugarbeit. Gips kann man in jede Form bringen. Kann man gießen in Gussformen und kann ich drehen jetzt als kleiner Baluster. Das ist eine Balustrade. Die kleine Säule ist der Baluster. Jetzt muss ich schauen, was mein Gipsle macht. Dieser Stuckgips, das ist ein gemahlener Stein. Dem Stein, der wird gebrannt, dem wird das Wasser entzogen. Und dem gemahlenen Gipsgestein gebe ich jetzt Wasser wieder. Das heißt, das wird wieder zu Stein. Der dann hoffentlich die richtige Form hat, wenn er nach und nach an der Schablone vorbei gedreht worden ist. Aber läuft schön auf der Welle. Das ist jetzt der Vorteil von einer Bohrmaschine, dass die eine gute Welle hat. Die Konstruktion gibt es auf der Welt sicher nicht nochmal. Es gibt 1000 andere, jeder macht es anders. Und Handwerk, also wenn Sie jetzt die Werkstatt anschauen, das ist doch alles improvisiert. Und der Beste improvisieren kann, das ist der Beste. Oh, da rutscht es. Da habe ich ein Problem. Mein Kern dreht sich. Jetzt muss ich eine gute Idee haben. Also das Problem eben war,
dass die Jute durchdreht, weil die zu locker ist. Jetzt habe ich die Jute mit dem Draht stabilisiert, aber das Material ist runter. So schnell geht's. Der Baluster nimmt langsam wieder Form an. Auch hier gilt, je dünner das Material, desto feiner die Oberfläche. Ja, da kommt man sogar richtig gut noch. So, noch einmal glatt machen. Dann sind wir fertig. Besser wird er nicht mehr. Das muss dann trocknen. Nur um gleich wieder durchgeflext zu werden. Denn Uwe Marko braucht für seinen Entwurf nur die Hälfte. Ein halbes Original für viele Abgüsse. Jetzt haben wir ein halbes Balusterle. Zum Vervielfältigen baut er eine Form aus Silikon. Das hohe Gießen hat den Vorteil, dass die Bläschen rauskommen. Denn die würde man später auf jedem Abguss sehen. Richtig Gips anmischen ist auch eine Kunst. Jetzt reicht's. Und jetzt lässt man den Gips einsumpfen. Das heißt, der Gips saugt sich richtig voll mit Wasser. Und wenn ich jetzt nichts mache, dann geht es relativ lang, bis die Kristallisation losgeht. Ich warte jetzt noch einen Moment ab und dann rühre ich den um und dann ist er fertig. Ja, das ist ein Gipsli. Ist das ein feines Gipsli. Kein Klümpchen. Wahnsinnig, hä? Das war ein Tick zu viel. Gut. Also, ich schalte jetzt die letzte Baluster aus. Gut. So, Balustrade ist fertig. Noch einputzen und einsetzen und dann Silikonform bauen. Also wieder ein Original, viele Kopien. Auch aus Luises Blumenornament haben sie eine Silikonform gemacht. Und die pinseln sie jetzt mit Trennmittel aus, damit sich der Abguss später gut löst. Machst du schon drauf? Ich bin hier noch nicht so weit. Machst du unten? Ich mach oben wieder. Okay. Schon mal verteilen. Wieder eine Spezialmischung. Diesmal ist auch ein Entschäumer dabei, der helfen soll, Lufteinschlüsse zu vermeiden. Das ist gar nicht so viel, was da rein muss, gell? Nee. Gehen wir gerade einmal. So, und jetzt stupfen wir das noch ein bisschen durch. Durch den Entschäumer probieren wir die Luftblase rauszubekommen. Und auch durch das Rütteln. Wir können das noch mit einem elektronischen Rüttler machen, aber das haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Einfach mit dem Material einfüllen und der Luft eine Chance geben, nach oben zu kommen.
Das macht am meisten Sinn. Da machen wir das Gewebe nicht mehr, ist gut. Das Gewebe machen wir zur Armierung, damit es uns nicht zerbricht. Noch spannender für morgen. Eigentlich wollten wir Metallarmierung einlegen, aber wir haben keinen Platz. Jetzt machen wir es ohne. Sieht jetzt schon schön aus. Der Bogen hat beim Antrocknen schon ordentlich Wasser verloren. Seine Oberfläche ist bereits hart und Lars zieht ihn nochmal mit der Schablone ab. So, jetzt haben wir hier schöne scharfe Kanten, aufgeraute Oberfläche. Genau so soll es sein. So bleibt er jetzt. Jetzt zeigt sich, ob das Einfetten geholfen hat. Jetzt ist schon los. Hat es. Leicht wird das trotzdem nicht. $10 Liter Wasser gehen noch weg. Wenn man dann montieren, haben wir 40, 50. ja, zwischen 40 und 50 Kilo. Aber ist natürlich unhandlich, hat keinen Griff. Ja. Ist alles für den Rücken ist nicht gut. Diesen Aufwand betreiben die Stuckateure für jeden einzelnen der über 50 Bögen. Denn mit einer Silikonform lässt der sich nicht kopieren. Das war die Gipskappe. Der Moment der Wahrheit für das Blumenornament. Und wieder zurück. Langsam, langsam. Gut. Und schauen wir mal. Ja, nicht schlecht. Ja? Ja, Nicht Fläche schlecht. ist gut. Nicht schlecht. Ein paar Bläsle haben wir noch. Haben wir das Material etwas zu dick gehalten, werden wir das nächste Mal ein Tick dünner halten. Ist gut. Aber das Ergebnis ist eine schöne Form. Was auch schön ist, diese glatte Fläche und dann das Ornament, wie das da rausspringt. Und das ist ja nur der untere Teil von dem Teil, das geht ja da oben noch weiter. Stabilität, gefühlt, ist auch gut. Dann machen wir das immer mit 2 Lagen Armierung. Ohne Eisen. Das ist eine schöne Form. So, Profil kommt. Wenn alles fertig ist, beginnt die Montage im Europapark. Der Rohbau steht. Jetzt geht's um den Look der Fassade. Frank, brauchst du Hilfe? Stefan und Frank helfen. Sie haben Holzstützen montiert, um die Teile leichter fixieren zu können. Und sie wissen genau, was sie dem Material wo zumuten dürfen. Ja, lass mich kommen. Neben den großen Bögen sind auch die Säulenornamente dran. Das Team nimmt, genau wie bei den Bögen, Natursteinkleber und lange Schrauben.
immer gut, das passt genau unten. Wie sieht's links aus? 1 Zentimeter, 5. Manchmal passt und manchmal nicht. Aber da hätte es jetzt passt. Ich habe mir das überlegt, wie wir das machen, dass das Ornament sich über das Profil schmiegt. Und das Konstruktive, wir haben die Fuge verdeckt. Wenn es so Bewegung ist, kommt der Riss, haben wir es vertuscht. Und das ist ja immer die Kunst im Handwerk. Die Möglichkeiten, die man hat, so auszunutzen, dass es optimal wird. Inklusive der Bautechnik, mit Bewegungen rechnen, mit allem Möglichen rechnen. Aber das ist natürlich, wenn man das nicht das erste Mal macht, ist das von großem Vorteil. Schau mal hier, die Farben, die mischen wir dann an. Dann passt es gut auch dahin. Wenn alle Teile hängen und verputzt sind, kommt die Farbe, damit die Teile nicht brandneu, sondern 100 Jahre alt aussehen. Den Job übernehmen Isabel Marco, die Tochter vom Chef, und Luise, die Bildhauerin. Dass das passt. Wir haben hier ein Ocker Havanna, das kommt aus der Veroneser Gegend und ist italienisch. Wir arbeiten ganz gern mit den natürlichen Pigmenten, weil es dann einfach natürlich rüberkommt. Natürliche Pigmente, natürliche Oberfläche. Das ist ein Kali-Wasserglas. Wenn wir das jetzt mischen, später dann noch mit Wasser, sprühen wir es oder pinseln wir es auf die Oberfläche aus. Dann trocknet es erstmal ab durch die Verdunstung vom Wasser. Und später verkieselt es dann auf der Oberfläche und bindet das Pigment wie eine Glasschicht aus Quarzsand ein. Und dann haben wir dadurch ein recht langlebiges Produkt und eine langlebige Farbechtheit. Auf den Stuck geben sie immer wieder eine neue, andere Farbmischung. Das Profil ist nagelneu und wir müssen es auf die Weite, aber auch auf die Nahe so erscheinen lassen, als wäre es echt schon Jahre hier. Mir macht es definitiv mehr Spaß, in die Richtung so zu arbeiten. Wir müssen so auch nicht akkurat abkleben und dann schön eine Farbe streichen. Wir sind viel kreativer, viel flexibler. Und wir können auch immer wieder neue Techniken selber für uns entdecken. Aktuell arbeiten wir mit Pigment, das wir direkt aufbringen und dann runterwaschen. Es macht viel Spaß so. Das dauert eine Weile. Aber nach und nach sehen die neuen Teile ziemlich alt aus. Auch das Blumenornament bekommt jetzt eine schöne Patina. Die natürliche Verwitterung von 100 Jahren, die machen wir in einer Woche. Und sind ja verschiedene Mitarbeiter und jeder bringt seine Idee und seinen Input. Also bei uns gibt es nichts, das wird genau so gemacht. Das Ziel und dann arbeiten wir darauf hin. Und der Mitarbeiter hat den Stil zum Arbeiten und der so und der sieht es so. Und letztendlich entscheidet es der Besucher, wenn die hierher kommen und freuen sich, dann ist schön. Ja, Stuck ist Illusion, schöner Schein. Aber es ist eben auch die Kunst, Träume zu bauen und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.